Also auch da noch vieles zu klären. Die Bundeswahlleiterin trifft sich im Moment in Wiesbaden online mit den Landeswahlleitern und von der Zentrale dort in Wiesbaden ist für uns Daniel Koop. Ja, also Daniel, könnte es denn heute noch sein, dass es grünes Licht gibt, dass eben doch vor Ende März Neuwahlen schon möglich sind? Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher, ob wir wirklich ein direktes Feedback dann heute hier auch erhalten werden, direkt von der Bundeswahlleiterin. Sie hat sich in den letzten Tagen dann doch deutlich zurückgezogen. Und man muss ja ganz klar auch sagen, also dieses Chaos, was wir jetzt auch über das Wochenende erlebt haben, also gibt es die Möglichkeit in Deutschland, diese Stimmzettel zu drucken? Muss das Ausland vielleicht da sogar aushelfen? Also das war ja wirklich eine grandiose Farce, so muss man das Ganze, glaube ich, ja auch bezeichnen. Also was hier heute momentan geplant ist, das ist auch schon vor einigen Monaten geplant gewesen, denn es war ja schon sowieso klar, dass es im nächsten Jahr eine Bundestagswahl geben wird. Aber in der Tat wird dieses Thema natürlich das Thema Nummer 1 sein. Schafft man jetzt auch kurzfristige Neuwahlen organisatorisch dann hinzubekommen. Und man muss auch sagen, es gab doch eine Menge Kritik, nicht nur aus der Opposition, sondern auch von den unterschiedlichen Gewerken, also zum Beispiel die Druckereien in Deutschland vertreten, dann Vertreter der Papierindustrie. Die haben gesagt, also die Bundeswahlleiterin, die macht uns quasi lächerlich, wenn man sagt, man sei in Deutschland nicht in der Lage, so etwas organisiert zu bekommen. Wir haben genug Druckereien, es gibt auch genug Papier hier in Deutschland. Ich habe das eben übrigens mitbekommen, eine LKW, der hat hier kurz eben gestoppt. Ich habe dann versucht, einen Blick da reinzuwerfen, ob da vielleicht in letzter Minute sogar jetzt noch Papier geliefert wurde. War natürlich nicht der Fall. Aber grundsätzlich muss man sagen, Deutschland und vor allem auch ja, die Bundesdruckerei, die hat etliche Probleme, wenn es um das Thema Drucken geht. Ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Ich warte aktuell seit mehr als 2 Monaten auf einen Zweitreisepass. Es ist relativ üblich bei Journalisten, dass man das hat. Und die Bundesdruckerei bekommt es einfach nicht hin. Also auch hier offensichtlich noch viele Fragen zu klären. Daniel, vielen Dank für diese Infos aus Wiesbaden. Und wir fragen gleich weiter bei einer, die das alles konkret betreffen wird in den kommenden Wochen und Monaten. Tanja Schweiger von den Freien Wählern, Landrätin im Landkreis Regensburg. Ich grüße Sie. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, also wir hören das jetzt. Einmal die Bundeswahlleiterin Ruth Brandt warnt vor unabwegbaren Risiken durch kürzere Fristen für so eine vorgezogene Neuwahl. Auch Berlins Landeswahlleiter Bröchler, eben gehört, warnt eindringlich. Wie sehen Sie das? Auch so dramatisch? Naja, also es wird wieder deutlich, dass man in Berlin nicht weiß, was unten alles zu organisieren ist, wenn man in Berlin eine Idee hat. Und es ist halt so, dass in allen Bundesländern oder in jedem Bundesland eine separate Liste von jeder Partei ist. Die Parteien stellen Landeslisten auf und dass wir in jedem Bundeswahlkreis vor Ort einzelne Kandidaten haben. Das heißt, wenn ich vor Ort 10 Parteien habe, die einen Direktkandidaten aufstellen, dann schaut der Stimmzettel für die Erststimme bei mir anders aus als im Nachbarwahlkreis. Und die Liste schaut in Bayern anders aus als in Baden-Württemberg. Und wenn jetzt noch nicht klar ist, wer kandidiert und die Parteien ihre Fristen noch nicht gesetzt bekommen haben, bis wann sie einreichen müssen, und man muss zuerst nominieren, den einzelnen Kandidaten und dann die Liste, dann wird es schwierig, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Die Dinge müssen im Vorfeld sauber organisiert sein. Da muss geprüft werden, ob bei den Personendaten der Kandidaten alles in Ordnung ist, ob auch bei der Nominierung der Kandidaten, das ist schon ein Teil eigentlich der Wahl, dass hier alles ordnungsgemäß abläuft. Und das kann man nicht auf 3 Tage vorbereiten. Dass man natürlich vorbereiten kann, hat man genügend Kapazitäten in der Druckerei und Kontingente reservieren kann. Das ist das eine Thema. Aber wenn nicht klar ist, wer kandidiert, dann hat man auch keine fertige Liste, die man drucken kann. Und wir müssen dann als Landkreis die Listen, wenn sie fertig sind, in die Gemeinden auch noch ausliefern. Das geht nicht auf Knopfdruck, da sind wir vielleicht 2, 3 Tage auch durch. Aber die Sachen gehören organisiert. Und es zeigt sich halt einfach wieder, dass eine Idee in Berlin nicht sofort umgesetzt ist, sondern es einfach einen dementsprechenden Prozess braucht. Und wir hatten ja bei der letzten Wahl schon Probleme und ein Land musste nachwählen und wir sollten schon darauf achten, dass das nicht wieder passiert. Ja, wobei die Bedingungen da anders waren. Da gab es also mehrere Wahlen gleichzeitig und dann auch noch einen Marathontermin in Berlin etc. Aber wenn ich so Ihnen zuhöre, also die Bedenken scheinen eben nicht ganz aus der Luft gegriffen zu sein. Dennoch steht ja dieser Vorwurf im Raum, dass das Gezerre um einen Wahltermin auch politisch motiviert sein könnte. Das vermuten Sie also nicht?
Na, ich empfinde das im Moment als sehr politisch motiviert, weil man nämlich fachliche Aussagen nicht gelten lässt und nicht hinterfragt. Und was ich eigentlich umgekehrt noch viel mehr schade finde, dass man jetzt halt rumzankt, wie geht's weiter, anstatt dass man sich auf das Wesentliche besinnt. Wir haben einen Bundestag gewählt. Wir haben jetzt eine Regierung, die schwindet und sich gerade auflöst, aber wir haben einen voll funktionsfähigen Bundestag. Und man könnte auch deutlich machen, wer bei uns im Land Gesetze verabschiedet und für die Gesetzesinitiativen auch zuständig ist. Und das ist der Bundestag. Und ich finde es eher traurig, dass die Bundestagsabgeordneten jetzt nicht sagen, das ist die Sternstunde des Parlaments. Wir werden jetzt selbst aktiv, sondern wir achten nach oben. Gibt es eine Regierung oder nicht? Welche Koalitionen, welche Allianzen gibt es, damit wir unten wissen, ob wir Ja oder Nein sagen sollen zu den unterschiedlichen Themen. Also die Herausforderung im Land ist gerade so groß und wir brauchen so viele Reformen und wir wissen, dass jegliche Regierungsbildung nach einer Neuwahl schwierig wird. Und man könnte jetzt zeigen, wer es ernst meint, wer sich um die Sache kümmert, wer hier vorangeht, sachorientierte Entscheidungen trifft. Oder wer einfach nur taktiert, um am Ende mehr Macht zu bekommen. Und das sollten jetzt die Bürgerinnen und Bürger ganz genau anschauen und hinschauen, maßgeblich für die nächste Wahl. Und deswegen würde ich erwarten, dass die Bundestagsabgeordneten das jetzt auch aufgreifen und die Fraktionsvorsitzenden jetzt aktiv werden. Interessante Perspektive auf jeden Fall. Der Landrätin in Regensburg, Tanja Schweiger. Vielen Dank. Sehr gerne, danke.